Tortillas selber zu machen ist wirklich einfach. Dafür braucht man nur Mehl, Wasser, Öl und Salz. Hier gebe ich einen Teelöffel Salz zu. Für Weizentortillas braucht ihr das Mehl nicht zu sieben. Heutzutage wird bei der Herstellung das Mehl schon so klein gemahlen und gesiebt, dass es bei den meisten Rezepten gar nicht mehr notwendig ist. Beim Öl gibt es nicht viel zu beachten. Es muss nur geschmacksneutral sein. Damit die Tortillas schön weich werden und sich beim Backen aufblähen, ist es wichtig, das Wasser so heiß wie möglich hinzuzufügen, also schon Richtung 80 Grad. Dadurch verkleistert sich die Stärke im Mehl und nimmt mehr Wasser auf. Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, das Wasser schrittweise hinzuzufügen. Dabei zerbröstle ich auch gerne am Anfang grobe Mehlklumpen mit der Hand. Wenn das Wasser alle ist, kann es sein, dass die Konsistenz etwas matschig wird und ihr denkt, dass es zu viel Wasser war. Bitte gebt kein Mehl mehr dazu. Ihr müsst einfach weiter kneten. Dadurch wird der Teig schon das ganze Wasser binden. Wenn der Teig einigermaßen gebunden ist, knete ich dann 5 bis 10 Minuten auf der Arbeitsfläche weiter. Dabei ist es sehr wichtig, die Kraft in den Teig fließen zu lassen, damit der Teig später elastisch wird. Also lasst die Muskeln spielen. Wenn die Oberfläche schön glatt und geschmeidig ist, ist der Teig fertig. Ich forme daraufhin den Teig zu einer Rolle, um die Tortillas besser zu portionieren. Für die, die es ganz genau wissen möchten, die Portionen sollten zwischen 50 und 60 Gramm wiegen. Mit der hohlen Hand drücke ich und lasse die Portionen auf der Arbeitsfläche schleifen, um runde Teigstücke zu drehen. Anschließend bedecke ich die Kugelchen mit Frischhaltefolie und lasse sie 20 bis 30 Minuten ruhen. Dieser Schritt ist sehr wichtig, damit der Teig elastischer wird und sich später mit dem Nudelholz besser rollen lässt. Ich bestäube sehr gerne die Arbeitsfläche mit dem Mehlsieb. Ich presse den Teig erstmals mit der Hand und rolle den aus. Bitte nehmt so wenig Mehl wie möglich, denn die Tortillas werden sehr schnell trocken, wenn sie schon ausgerollt sind. Dabei drehe ich den Teig vor dem Ausrollen immer wieder, um die runde Form schon zu geben. Aber wenn es bei euch nicht klappt, macht euch keine Sorgen, bei mir tut es auch nicht immer. Man soll den Teig so dünn ausrollen, dass man die Farbe der Finger erkennen kann und dann sofort auf eine heiß vorgeheizte Pfanne ganz ohne Öl geben. Nach 20 bis 40 Sekunden sollte die Tortilla die Farbe ändern und anfangen Blasen zu werfen. Dann könnt ihr die zum ersten Mal wenden. Nach der gleichen Zeit sollte die Tortilla flach auf der Pfanne liegen und eine viel rauere Oberfläche haben. Dann wendet man die Tortilla zum zweiten Mal. Wenn beide Oberflächen schnell durch die Wärme versiegelt wurden und viel Feuchtigkeit erhalten geblieben ist, bläht sich die Tortilla auf und wird vom inneren Dampf weitergegart. Danach solltet ihr die Tortillas in einem Tuch aufbewahren, damit sie warm bleiben. Und das war's. Easy, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, bitte vergesst es nicht zu liken. Es kostet euch nichts und mir bringt das schon ziemlich viel. Ich hoffe, die Tortillas schmecken euch und wenn etwas nicht klappt, dann schreibt mir in den Kommentaren.